Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin, bei mir herrscht das Chaos. Ich bin Mutter von 2 kleinen Kindern und versuche unter anderem mit der Fly Lady Methode mein Chaos in den Griff zu bekommen. Im heutigen Video möchte ich dir wieder zeigen, was man alles so in 15 Minuten schaffen kann. Heute geht es ums Thema Fensterputzen in der Zonenreinigung. Also wir machen das nicht mehr so wie früher, dass wir an einem Tag alle Fenster putzen, sondern wir machen das in der Zonenreinigung mittels Stoppuhr. Zum Einsatz kommen heute wieder unsere beliebten Putztücher. Ihr wisst, das ist unbezahlte Werbung, es ist einfach nur aus reiner Überzeugung. Wir putzen komplett nur mit Wasser, ohne Reinigungsmittel. Also sollte dir das Video gefallen, lass uns bitte gern einen Daumen hoch da. Solltest du neu sein auf dem Kanal, auch gerne ein Abo. Das ist kostenlos für dich, aber eine große Unterstützung für mich. Ich bedanke mich auf jeden Fall und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Endlich scheint wieder die Sonne und ich bin total beflügelt von diesem Frühlingswetter. Das habt ihr auch schon in den letzten Videos gesehen. Ich bin gerade im Moment hochmotiviert, immer wieder auszumisten und zu putzen, weil mich einfach das Wetter wirklich glücklich stimmt und ich dann halt auch Lust habe, es alles sauber zu haben bei mir zu Hause. Hier haben wir eine Stelle im Haus, die wirklich auch schon auf uns gewartet hat, und zwar die Fenster. In der grauen Jahreszeit fällt es ja immer nicht so auf, wie schmutzig sie eigentlich sind, aber sobald die ersten Sonnenstrahlen ins Fenster fallen, sieht man halt irgendwie gar nichts mehr, weil alles so schmutzig ist, beziehungsweise man kann den Schmutz auf jeden Fall sehr gut sehen und das ist schon ziemlich unangenehm. Und jetzt sieht man auch hier schön zwischen den Fenstern das Kondenswasser, was da so Flecken hinterlassen hat. Ich muss auch vorweg sagen, dass wir sehr, sehr alte Fenster haben, also Glasscheiben in den Fenstern haben. Also die haben schon Kratzer und so Flecken, die einfach nicht weggehen. Da habe ich schon alles ganz am Anfang beim Einzug versucht wegzubekommen. Also da geht einiges nicht weg. Also die Fenster sind nicht makellos, aber trotz alledem natürlich auch schmutzig und das möchten wir heute angehen. Im heutigen Video hat sich sogar mein Mann bereit erklärt, die Fenster zu putzen. Wir haben uns auch überlegt, dass wir gleich in diesem Zug halt die Gardinen waschen. Das macht einfach Sinn, wenn man schon da oben ist. Ich habe euch auf jeden Fall auch die Zeit gestoppt für beide Aktionen, damit ihr einfach sehen könnt, dass manches wirklich viel, viel schneller geht, als man manchmal so im Vorfeld denkt. Zum Einsatz kommen heute wieder meine beliebten Putztücher. Ihr wisst, das ist unbezahlte Werbung, aber aus purer Überzeugung, diese Putztücher schaffen einfach ohne Reinigungsmittel strahlenfreie Fenster, saubere Flächen. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich liebe sie und ich werde sie wie immer wieder in die Infobox für euch verlinken. Sollte Interesse bestehen. Ja, also mein Mann beginnt jetzt damit, die Vorhänge abzuhängen, und da hatten wir schon gleich am Anfang das Problem, dass die Gardinenstangen bei uns oben mit einer Schraube festgemacht sind, damit die Kinder halt nicht irgendwie, wenn sie an den Gardinen ziehen, ja, die Stange auf den Kopf bekommen oder so. Das hatten wir gar nicht mit einkalkuliert, aber die Stoppuhr läuft. Ich habe jetzt noch mal versucht festzuhalten, wie lange jetzt auch dieses Abhängen der Gardinen dauert, und trotz, dass ich jetzt noch Werkzeug holen musste, mein Mann das Ganze da oben abgeschraubt hat, hat das jetzt 4 Minuten, knapp 4 Minuten gedauert, nur um die Gardinen abzuhängen. Also wahrscheinlich, wenn man da jetzt nicht hätte schrauben müssen, wäre das wahrscheinlich 1, 2 Minuten schneller gegangen. Auf jeden Fall denke ich, ist das ein Zeitfenster, was halt ja in Ordnung ist, oder? Also ich finde immer, man denkt sich so, ja, jetzt Gardinen abhängen, Fenster putzen, das dauert jetzt alles so lange und da hebt man sich oder schiebt man sich das wieder auf irgendeinen bestimmten Zeitpunkt am Wochenende oder sonst irgendwo hin. Aber unterm Strich dauert das einfach nicht so lange. Deswegen ist es mir halt immer so wichtig, euch das halt mit der Stoppuhr auch nochmal aufzuführen, auch mir selber jedes Mal aufzuführen, weil ich dann auch selbst immer überrascht bin, was man denn so in dieser kurzen Zeit immer schaffen kann. Und die Stoppuhr sollen wir ja auch nach Fly Lady benutzen oder beziehungsweise nach dem Fly Lady System benutzen, weil sie uns unterbewusst halt auch immer wieder vorhält, wie schnell gewisse Aktionen gehen, die wir immer wieder vorschieben, dass man halt auch sieht, wie viel man tatsächlich immer in so einem kurzen Zeitfenster schafft. Und natürlich spornt das Ganze natürlich auch an und motiviert, dass man sich da ein bisschen ranhält, um halt in diesem vorgegebenen Zeitfenster das zu schaffen, was man sich vorgenommen hat. Der Timer ist auf 15 Minuten gestellt und mein Mann beginnt erstmal damit, mit einem Lappen die Fensterrahmen und die Fenster von außen zu säubern. Also das dient eigentlich jetzt noch nicht mal dem Putzen, sondern nur, dass man einmal den Dreck, den Staub und so weiter in diesem Lappen sozusagen einfängt
um dann halt mit dem Fensterputztuch nicht den Schmutz von rechts nach links zu schieben. Also so ist sozusagen das Fenster schon sauber und mit diesem Fensterputztuch gehen wir dann nur noch drüber, damit halt alles wirklich streifenfrei und sauber auftrocknet. Wie ihr wisst, ich bin ja total der Fan von diesen Putztüchern. Unbezahlte Werbung kann ich immer wieder sagen, aber ich empfehle es wirklich weiter, weil ich sie wirklich sehr, sehr sinnvoll finde. Die kosten, glaube ich, im Dreierpack 15 Euro. Ich habe jetzt mein Dreierpack schon seit über einem Jahr in regelmäßiger Benutzung und die Tücher sind immer noch gut. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Für Glasreiniger hätte ich weitaus mehr bezahlt in einem Jahr. Und wie gesagt, wir benutzen gar kein Reinigungsmittel. Also ich weiß nicht, wie ihr früher Fenster geputzt habt. Wir haben uns immer einen Eimer genommen, haben da Spüli reingemacht, einen Schuss Essig, haben dann die ganzen Fenster erstmal geputzt. Dann ist das ganze Putzwasser immer runtergetropft. Dann hatten wir noch so einen Abzieher gehabt, der hat dann auch nochmal schön den ganzen Boden voll getropft. Meistens habe ich den Boden dann vorher noch mit Zeitungspapier ausgelegt. Nach dem Abziehen habe ich das Ganze dann noch mit Zeitungspapier trocken gerieben, damit das alles halt irgendwie streifenfrei bleibt. Also es war wirklich eine richtige Aktion gewesen. Schmutzwasser wegbringen, Wasser zurückholen, den Boden dann noch putzen, die Fensterrahmen zu putzen und so weiter. Und ich habe dann diese Aktion dann halt von Zimmer zu Zimmer fortgeführt. Also ich hatte dann wirklich immer so einen Fensterputztag und habe dann halt mit meinem ganzen Fensterputzzeug die Zimmer gewechselt und war dann halt nur am Putzen und hatte dementsprechend selten Lust, Fenster zu putzen, weil das halt immer so ein Aufriss war. Mittlerweile ist es so mit diesen Fensterputztüchern, wie gesagt, die werden nur mit Wasser befeuchtet. Ihr seht, wir haben da keinen Eimer rumzustehen, es tropft nichts. Wir polieren einfach damit die Fenster auf und es wird alles streifenfrei sauber. Ihr habt das schon in sämtlichen Videos von mir gesehen. Und wir machen es halt auch mittlerweile so, dass wir halt, wie gesagt, nicht mehr alle Fenster an einem Tag putzen, sondern die Fenster werden bei uns nur noch in der Zonenreinigung geputzt. Das ist auch ganz praktisch. Bin ich nie früher drauf gekommen, vielleicht auch einfach, weil sich der Aufwand nicht gelohnt hat, da, wenn man schon die ganzen Utensilien zusammen hatte, nur in einem Zimmer zu putzen. Aber mittlerweile ist das tatsächlich der beste Weg für uns. Also wir putzen nicht alle Fenster an einem Tag, sondern immer in der jeweiligen Zone, wenn es dann halt soweit ist. Und wir fahren sehr, sehr gut damit. Mittlerweile werden die Fenster tatsächlich häufiger geputzt als vorher. Und es ist halt auch so, dass ich manchmal in der Zonenreinigung oder wenn ich jetzt auch gar nicht so viel Zeit habe, vielleicht sind da nur 5 Minuten gerade Luft oder so und wir empfangen vielleicht Besuch und die Fenster sind jetzt noch nicht so lange ungeputzt gewesen, aber dennoch hat man da jetzt schon ein paar Regentropfen oder sowas an der Scheibe. Dann gehe ich auch manchmal, nimm mir den Lappen, diesen Fensterputzlappen und putze vielleicht nur schnell die äußersten Fenster. Das dauert 2, 3 Minuten, aber die Fenster strahlen halt wieder. Also ich habe mir da jetzt ein ganz anderes Bewusstsein zu entwickelt, einfach weil es jetzt wirklich mit diesen Putztüchern so schnell geht. Also ich kann es echt jedem ans Herz legen, gerade wenn du auch schnell und effektiv putzen möchtest und wenn du auch gerne auf Reinigungsmittel verzichtest. Ich finde, wenn man Fenster und Gardinen gewaschen hat, dann merkt man auch immer, wie das sich direkt aufs Raumklima auswirkt. Ja, da wird einem auch erst richtig bewusst, wie auch Gerüche tatsächlich so in den Fenstern und auch in den Gardinen haften bleiben. Und es hat natürlich auch auf Dauer einen super Effekt. Man hat mehrere Tage wirklich Freude daran, die Fenster strahlen zu sehen. Auch die Gardinen, sie wirkten auch vorher sauber, aber jetzt, wo sie sauber vor mir hängen, sehe ich halt doch einen deutlichen Unterschied. Sie strahlen wieder weiß. Und wie gesagt, das sind alles so kleine Motivationsgeschichten, wo man einfach merkt, es hat sich was getan, man sieht es, man riecht es, man kann es halt fühlen und das motiviert und beflügelt halt wieder für die nächste Putzaktion. Vor allem haben wir halt jetzt auch wieder gezeigt, in 15 Minuten kann man halt die Fenster putzen, was ja eigentlich immer so, wo man sich mal denkt, da brauche ich gar nicht erst anzufangen. Und das ist ja halt genau dieser Schlüsseleffekt, der ja immer wieder bei Fly Lady auftreten soll im besten Fall, weil genau das bringt uns dazu, dass wir halt von unseren alten Mustern ablasten und merken, in kurzen Zeitfenstern kann man auch viel schaffen. Wie ihr seht, 1 Minute 30 sind noch über. Mein Mann ist schon längst mit den Fenstern fertig. Er reinigt jetzt noch so ein bisschen das Fensterbrett. Aber die gesamte Putzaktion hat also keine 15 Minuten gedauert und wir haben Doppelfenster. Also bei uns ist wirklich viel zu putzen. Auch drumherum ist alles sauber. Wir müssen jetzt keine Eimer wegbringen oder den Boden noch wischen. Also es ist alles tipptopp sauber. Natürlich, man könnte perfektionistischer sein, wenn man es wollen würde. Sind wir aber nicht, ist Fly Lady auch nicht vom System so vorgesehen. Es ist halt ein gutes Ergebnis und mit gut bin ich persönlich sehr zufrieden.
Ja, jetzt fehlen nur noch die Gardinen. Wir haben natürlich gewartet, bis die Maschine fertig ist, haben in der Zwischenzeit noch gegessen, aber um jetzt einfach auch den ganzen Prozess zu Ende zu bringen, hängt mein Mann noch die Gardinen auf. Also sagen wir mal, das Auf- und Abhängen der Gardinen hat insgesamt vielleicht 5 Minuten gedauert, plus unsere knapp 15 Minuten Fensterputzen, hat also alles in allem keine 20 Minuten gedauert und im Wohnzimmer sind die Fenster sauber und die Gardinen halt auch. Also man kann wirklich wieder viel schaffen in den kleinen Zeitfenstern. Ja, lass mir doch gerne in den Kommentaren, wie du das mit dem Fensterputzen machst, ob du da irgendwelche speziellen Hilfsmittel oder Tipps hast, ob du das auch in der Zonenreinigung machst oder halt regelmäßig diese gesamte Wohnung oder das gesamte Haus, alle Fenster gleichzeitig putzt. Wie gesagt, ich habe mich da irgendwann nicht mehr zu motiviert bekommen. Ich habe das dann immer so lange aufgeschoben, bis da zu viel Zeit vergangen ist. Und durch diese Zonenreinigung, dieses Runterstückeln der Arbeit, mache ich das auf jeden Fall häufiger als vorher. Ich hoffe, das Video konnte dich auch motivieren und hat dir gefallen. Falls wenn ja, lass mir doch gern einen Daumen hoch da. Mein Mann und ich würden uns auf jeden Fall super drüber freuen. 70% meiner wiederkehrenden Zuschauer sind übrigens keine Abonnenten. Also wenn ihr gerne meine Videos guckt, tut mir den Gefallen und lasst mir gern ein Abo da. Das ist kostenlos für euch. Das motiviert mich aber ungemein. Das würde mir wirklich eine große Freude machen. Ansonsten bleibt gesund und bis bald.